Wir haben hier einen relativ unscheinbaren Fund. Es handelt sich um einen kleinen Dachsunterkiefer, der durchbohrt ist und uns damit zeigt, dass er als Amulett wahrscheinlich um den Hals getragen wurde. Und dieser Dachsunterkiefer wurde von der Außenseite durchbohrt. Da ist das Bohrloch größer als an der Innenseite und vermutlich hatte man den eben so getragen und die Abnutzung zeigt uns, dass er auch tatsächlich getragen wurde. Vermutlich wurde der folgendermaßen am Hals hier getragen. Ob Mann oder Frau, wissen wir natürlich, denn er wurde in einem Grab gefunden, und zwar in einem Männergrab der sogenannten Schiebziger Kultur. Schiebziger Kultur deshalb, weil der Ort Schiebzig um die Ecke liegt und weil die Kultur neu definiert wurde von Schunke und Kaufmann und weil diese neu definierte neolithische Kultur dort prominent vertreten war. Die Schiebziger Kultur und diese Funde der Schiebziger Kultur fanden sich in großen Speichergruben und dort waren die Toten niedergelegt, also nicht wie häufig in Erdgräbern, die extra für sie angelegt wurden, sondern in den Resten von Speichergruben. Im vorliegenden Fall handelte es sich um einen Mann. Den Dachsanhänger sah man nicht sofort, denn er lag sozusagen unter dem Körper. Der Mann lag auf dem Rücken, etwas seitlich verkippt. Der Mann hatte Angelutensilien dabei, nämlich Netzflicker und Angelhaken. Und das ist ganz wichtig, denn es zeigt den Mann als Fischer, den Mann als jemanden, der sich aus der Natur ernährt, und der Dachskiefer zeigt uns die Verbundenheit mit der Natur. Er zeigt möglicherweise die Eigenschaften des Mannes, Hartnäckigkeit und Mut, Dinge, die mit diesem Höhlen- und Erdbewohner verbunden wurden. Solche Tierkiefer, dazu gehören auch noch Fuchs und Igel, kennen wir seit dem Mesolithikum, also seit weit über 10.000 Jahren. Und zumindest im Mesolithikum ist es klar, dass die Teile der Tiere natürlich in symbolischem Kontext mit den Menschen standen. Man hat den Tieren, die man ja sehr viel besser kannte, als wir sie heute noch kennen, in ihrem gesamten Verhalten gewisse Verhaltensweisen zugeschrieben, die sich auf den Träger übertragen sollten. Und dass es jetzt auch im Neolithikum, nach einigen tausend Jahren Neolithikum, noch der Fall ist, zeigt uns, dass es Menschen gab, die diese mesolithische Einstellung zur Natur noch nicht ganz verloren haben. Ja, diese Einstellung halt natürlich bis heute in uns nach, wenn wir uns etwa im ostalpinen Raum die Silberketten anschauen, an denen solche kleinen Tiertrophäen hängen. Wir nennen die Charivaris. Dann haben wir hier in gewisser Weise immer noch eine animistische Tradition, also eine Tradition, die an die Beseeltheit der Natur glaubt. Eine Tradition, die ja nicht so schlecht ist, denn nur in einer Welt, in der wir Mensch und Natur getrennt sehen, kann es dazu kommen, dass wir die Natur so malträtieren, wie wir das momentan bedauerlicherweise tun. Etwas, was Menschen der Vorgeschichte überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre. Sie sehen also, dieser kleine Dachsunterkiefer zeigt uns einen Aspekt des menschlichen Lebens, den wir sonst wenig beleuchten. Und Sie sehen, dass auch scheinbar unscheinbare Funde einiges zur Lebensweise und zur Einstellung der prähistorischen Menschen, vor allem zur Natur und ihrem Selbstverständnis beitragen kann. Kein Fundstück ist so unbedeutend, als dass es uns nicht einen Mosaikstein liefert für ein Bild des prähistorischen Menschen. Und dieses Bild des prähistorischen Menschen ist uns deshalb so wichtig, weil wir alle darauf gründen und weil wir uns selbst nicht verstehen, wenn wir unsere tiefen Vergangenheit nicht verstehen. Der Ort, an dem das gegründet wurde, Salzmünde und Schiebzig, praktisch eine
eine Gruppe, 2 Gemarkungen. Salzmünde, der Ort, wo das gefunden wurde, ist eine große Befestigung, die über lange Zeit existierte und etwa um 3200, also hunderte von Jahren später, unterging. Sie liegt über der Saale auf einem beeindruckenden Plateau. Sie wurde zu DDR-Zeiten teilweise zerstört durch den Kiesbau. Und beim Autobahnbau konnten wir dort dankenswerterweise eine ganze Autobahnschleife ausgraben, gut dokumentieren, sodass der Fundort zwar weiter zerstört wurde, aber so dokumentiert, dass wir für Sie das Wissen dazu daraus destillieren können und, wie Sie sehen, auch unscheinbare Funde zum Sprechen bringen.